meine Herkules Prima 5, die ich wie schon erwähnt auf eBay Kleinanzeigen für 250 € gekauft habe. Eigentlich ist die in einem ziemlich guten Zustand, ein bisschen verbastelt, der Lack ist auch nicht mehr der Originale. Der Motor dreht eigentlich ganz gut durch. Hört sich eigentlich ziemlich gut an. Laufen tut sie noch nicht, aber das sollten wir jetzt beheben. Nothing ever comes to me, yeah. In a steady stream, but you gotta keep on. Der Lenker kommt auf jeden Fall schon mal weg. You gotta live that dream. I know I ain't supposed to feel it. Und der Sattel auch. Und die Lampe auch. Und das Trittblech auch. Die Kablage mache ich hier jetzt erstmal vollständig weg, dadurch vermeide ich, dass ich irgendwelche fehlerhaften Kabel wiederverwende. Ich werde dann auch in einem der nächsten Videos erzählen, wie das Ganze funktioniert, das alles wieder anzuschließen. Das war auf jeden Fall der falsche Zug, deswegen musste ich ihn auch abknipsen. Und hier fehlt auf jeden Fall auch schon mal die Dichtung. Und bei der Schraube ist auf jeden Fall das Gewinde kaputt. Der Abstand von dem Ritzel zum Motor ist meistens so klein, dass man die Kette nicht rausnehmen kann, ohne sie aufzumachen oder das Ritzel abzuziehen. An der Kette ist in der Regel immer irgendwo so ein Kettenschloss und das mache ich jetzt einfach auf, dann kann man nämlich den Motor einfach rausnehmen. If you can't fight it, you better fly away from it. Jetzt müssen nur noch der Schaltzug und der Kupplungszug runter. Das ist eigentlich alles, woraus ein Mofa besteht, eigentlich gar nicht so viel. Die Teile haben aber alle eines gemeinsam, und zwar sind sie alle sehr dreckig. Deswegen geht es weiter zu Schritt 2, und zwar alles sauber machen. Und dafür braucht ihr eine Wanne, eine Putztuchrolle, Bremsenreiniger, Backofenreiniger, Handschuhe und eine Bürste. Und während ich den Backofenreiniger im Auspuff einwirken lasse, wende ich den ab und zu und währenddessen wende ich mich schon mal dem Vergaser zu. Hier müsste eigentlich der Zug vom Choke rein und da hat jemand einfach irgendwie eine Schraube reingedreht. Das muss ich auf jeden Fall wieder neu machen. Das hier ist solcher Abbeizer, das haben auch schon einige gefragt, was ich da verwendet habe das letzte Mal. Ich kann es nur empfehlen, es funktioniert richtig gut. Los geht's.
Das Ganze hat jetzt ausnahmsweise mal deutlich schlechter geklappt als erwartet. Der Tank war ja schon mal nachlackiert worden und diese Lackschichtdicke war so unglaublich hoch. Das war so ein dicker Lack da drauf. Ich habe den 5-mal abgebeizt, den Tank. Eklige Arbeit. Würde ich nicht empfehlen, wenn der Tank nachlackiert wurde. Bei originalem Lack geht's. Und jetzt habe ich mir extra hier den Exzenterschleifer gekauft. Los geht's. Hier sind noch 2 fiese Dellen drin. Und da auch Zeit für Spachtel. So, bei solchen Lacken mit Tiefeneffekt wird der Lack in 3 Schichten aufgetragen. Als erstes brauchen wir einen silbernen Untergrund und deswegen kommt hier dieses Felgensilber zum Einsatz. Das gibt es eigentlich in jedem Baumarkt. Jetzt mache ich einen kleinen Zwischenschliff mit 320er Schleifpapier. Eigentlich könnte man das auch nass schleifen. Aber ich habe kein Wasser da. Das Problem ist nur, dass sich das Schleifen wieder schneller zusetzt. Ansonsten gibt es eigentlich kein Problem. Das hier ist Ipanema Braun von Audi bzw. VW. Das kann man sich auch abgefüllt in so eine Dose kaufen. Und das ist auch ein einkomponentiger Lack. Die letzte Schicht ist der Grund, wieso der Lack super stabil und auch glänzend ist. Nämlich ist es 2 Komponenten Epoxy-Lack. Den muss ich jetzt erstmal 2 Minuten schütteln. Und dann kann ich nämlich hier an der Unterseite den Stopfen reindrücken. Dadurch löst sich hier innen so eine Trennschicht und die 2 Komponenten können sich vermischen. Leider doch eine Veränderung vornehmen, die unumkehrbar ist, bevor ich mit dem Lackieren anfange. Und zwar flexe ich die Halter von dem Einstiegsblech und vom Tank weg. Das müsst ihr nicht unbedingt machen, ihr könnt es auch einfach mit lackieren, aber ich finde, es sieht ohne besser aus. Für den perfekten Kaffee Racer Look werde ich alle Teile, die hier liegen, matt schwarz lackieren. Das ist direkt ein schwarzer 2-komponentiger Lack, das heißt, ich habe nur eine Dose, die ich dafür brauche. Und der Lack hat ziemlich gute Fülleigenschaften, also der verzeiht ziemlich viel und solche kleinen Riefen und so, die sieht man danach gar nicht mehr. Das hier ist ein Stahlrohr mit 40 mm Durchmesser, gibt es bei jedem Schlosser oder auch im Internet. Und jetzt muss ich nur irgendeine Möglichkeit finden, das im Rahmen zu befestigen, ohne zu schweißen, damit ihr das auch ohne Schweißgerät zu Hause nachmachen könnt. Für den nächsten Schritt brauche ich einen Schraubstock. Wow!
Jetzt müssen 6 Löcher gebohrt werden. Und jetzt kommt der große Trick, wieso man nicht schweißen muss. Und so endet der zweite Mofa-Mittwoch. Ich hoffe, ihr konntet alle Schritte, die ich in diesem Video gemacht habe, nachvollziehen. Falls ihr trotzdem irgendwas nicht verstanden habt, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ich probiere so viele davon wie möglich zu beantworten und bin immer die erste halbe Stunde, nachdem das Video online gegangen ist, online, um eure Fragen zu beantworten. Also, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und macht's gut.